In diesem Video möchte ich dir die App Procreate vorstellen. Procreate gibt es nur für das iPad und kann am besten zusammen mit dem Apple Pencil verwendet werden. Wenn du jetzt kein iPad und keinen Apple Pencil hast, ja, dann kannst du das wahrscheinlich auch ähnlich mit einem Windows-Tablet machen. Es gibt wahrscheinlich auch für ein Windows-Tablet Mal-Apps, aber wir kümmern uns heute wirklich nur um Procreate. Und vielleicht überlegst du dir auch, dir so etwas anzuschaffen, weil es ist schon wirklich so richtig klasse, auf dem iPad zu malen und zu zeichnen und das Ganze dann auch später am Computer weiter zu verarbeiten. Du kannst zum Beispiel in Procreate wunderbare Muster erstellen. Du kannst aber auch Affinity Designer auf dem iPad benutzen und Vektoren erstellen. Also es gibt richtig unendlich viele Möglichkeiten, gerade für uns als Grafikdesigner, das iPad zu verwenden. Du kannst das iPad Pro nehmen, ja, das ist natürlich die teuerste Version der ganzen Geschichte. Es gibt aber mittlerweile auch das iPad Air und sogar das kleine iPad beherrscht mittlerweile den Apple Pencil. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Da konnte man noch nicht den Apple Pencil für sein iPad benutzen, wenn es nicht ein iPad Pro war. Deswegen bitte, falls du noch ein älteres iPad hast, bitte erst einmal ausprobieren und nachgucken, ob du dann auch wirklich damit deinen Apple Pencil benutzen kannst. Wir gehen jetzt einmal an das iPad und ich zeige dir mal die App Procreate und zeige dir auch, wie klasse das eigentlich ist und was du da alles mitmachen kannst. Ja, jetzt habe ich mal hier Procreate geöffnet und du siehst hier schon, es gibt unendlich viele Bilder, die ich hier schon gemalt habe, ja, für irgendwelche Projekte. Und du siehst auch hier, es ist alles Mögliche gestapelt. Ja. Also wir können auch immer noch verschiedene Dokumente zusammenfassen und die dann quasi in Ordner packen. Natürlich ist Procreate nicht wie auf dem Computer, gibt es irgendwelche Ordner, du packst da deine Sachen rein und öffnest die in deiner App, aber es ist schon hier dem sehr stark nachempfunden. Ne? Wenn du die Galerie öffnest, also wenn du Procreate öffnest, dann siehst du die Galerie, hast du hier diese Galerieansicht und da sind alle Dokumente, die du jemals in Procreate erstellt hast drin und die kannst du in verschiedene Ordner packen. Ich gehe jetzt mal einfach hier in einen Ordner rein und du siehst, hier sind meine ganzen Wallpaper drin, die ich gemalt habe oder in Procreate erstellt habe. Und wie man das jetzt hinbekommt und wie man das Ganze umbenennt, das zeige ich dir einmal. Ich habe nämlich hier einfach mal ein paar Dokumente und zeige dir mal, wie ich das jetzt hier zusammenpacken kann. Also zum Beispiel diese beiden Elefanten hier. Natürlich wäre es eine gute Idee, die erst zu benennen. Habe ich jetzt nicht. Hier, das ist einfach ein unbekanntes Projekt und hier ist aber Elefant auf Erde. Und hier ist noch ein kleiner Elefant und die möchte ich jetzt alle zusammen in einen Ordner packen. Dazu packe ich einfach mit dem Finger auf das Dokument drauf und ziehe es übereinander. Jetzt wird das so ein bisschen blau, wie du siehst, und sobald das so ist, kann ich das loslassen und dann habe ich das Ganze in einem Ordner. Nochmal, ich halte es fest, ziehe es auf meine Dokumente drauf, es geht das sogar auf und ich kann es loslassen, hier sind alle 3 Dokumente da drin. Wenn ich jetzt nochmal rausgehe, dann siehst du, dass hier der kleine Elefant auf der Erde ganz vorne ist. Das liegt daran, weil der hier auch zuerst angezeigt wird. Wenn ich jetzt den hier vorne haben möchte, halte ich den einfach fest und ziehe den nach vorne. Dann habe ich das neu sortiert und jetzt ist auch der kleine Elefant vorne, den ich gerade nach vorne gezogen habe. No, möchte ich eigentlich nicht. Ne? Also das war schon ganz schön mit dem Elefanten auf der Erde. Ziehe ich den nochmal nach vorne. Achtung. Du kannst den ja auch immer hier löschen. Also ziehe ich das nochmal nach vorne. Du kannst, wenn du hier drüber streichst, dann siehst du hier einmal teilen, duplizieren und löschen. Löschen möchte ich natürlich jetzt auf keinen Fall. Teilen jetzt gerade auch nicht, also gehe ich jetzt mal hier wieder raus. Aber auch das kannst du hier in deiner Procreate App erledigen. Ich gehe jetzt einmal hier wieder zurück und benenne das jetzt mal um. Ich tippe also einfach nur hier auf den Namen auf Stapel und gehe dann hier unten auf Tastatur. Und jetzt kann ich der ganzen Sache einen Namen geben. Also tippe ich einfach mal rein. Elefanten. Du musst auch nicht erst das Wort Stapel löschen. Ja, ich habe das auch erst versucht, aber muss man nicht mehr. Das geht automatisch weg. Wenn du fertig bist, klick dann. Und dann siehst du hier unten, dass jetzt mein Stapel Elefanten heißt.
Ja, das ist so schon mal die erste Einführung. Auf diese Weise bekommst du schon mal eine Ordnung in Procreate. Das ist nicht ganz unwichtig, ne? Wenn du erst einmal losmalst und verschiedene Dokumente hast oder verschiedene Projekte hast, dann ist es schon ganz schön, wenn man diese Projekte auch in Ordner ablegen kann. Und ich sehe diese Stapel ja quasi als Ordner, ne? Wir sind immer noch nicht im Programm drin, ja, also in der Programmoberfläche. Wir machen hier einmal weiter und ich zeige dir, wie du hier noch weitere Sachen importieren bzw. auswählen kannst. Wenn ich hier auf Auswählen klicke, dann siehst du hier erstmal hier so einen blauen Strich. Das heißt, wir sind in diesem Modus Auswählen. Wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann siehst du, dass ich meinen ganzen Ordner ausgewählt habe. Und jetzt kann ich daraus einen Stapel machen, ich kann Vorschau machen, teilen, duplizieren oder eben auch löschen. In dem Fall möchte ich natürlich gar nichts davon machen, aber ich kann es hier alles tun, ne? Also im Prinzip ist das wie der Finder oder wie der Explorer in Windows und ich kann hier komplett aufräumen, sortieren, das Ganze anpassen. Ich gehe jetzt hier mal auf das X, damit das wieder in den normalen Modus kommt. Also wie gesagt, auswählen, anklicken. Dann kann ich hier einzelne Dateien auswählen und kann daraus einen Stapel machen. Oder ich kann eben auch Stapel auswählen, daraus noch einen Stapel machen. Ne? Aber ich gehe mal wieder auf das X. Im nächsten Schritt, ich kann hier natürlich auch etwas importieren. Sprich, wenn ich habe jetzt hier Procreate Resources, das heißt, ich kann jetzt hier noch irgendwelche Elemente, was auch immer, importieren. Ich kann hier keine Pinsel oder sonstiges importieren, aber ich kann hier zum Beispiel Bilder in meine App holen oder wie auch immer, die sich dann automatisch in einem neuen Dokument öffnen würden. Will ich jetzt auch nicht, also nochmal abbrechen. Was ich denn möchte, ja, hier kann ich ein Foto machen oder ein Foto auswählen. Ich kann hier auf das Plus klicken und das ist eigentlich die beste Funktion, die du auch wahrscheinlich sehr häufig verwenden wirst. Denn hier hast du entweder verschiedene Vorlagen drin, wie du ein Dokument erstellen kannst, oder aber du kannst ein neues Dokument erstellen. Das mache ich jetzt mal. Ich gehe hier oben auf das Pluszeichen und ja, das heißt erstmal unbekannte Leinwand. Also ich gebe der ganzen Sache mal einen Namen. Wir nennen das jetzt einfach mal, keine Ahnung, ich nenne es mal Mushroom, weil ich werde gleich einen Pilz mit dir zeichnen in einem weiteren Video und daraus einen Sticker machen. Also wenn dich das interessiert, wie du auch mit Procreate digitale Produkte erstellen und dann Geld verdienen kannst, ich verlinke das Video hier einmal. Auf jeden Fall, wir können jetzt hier an dieser Stelle entscheiden, welche Größe das Ganze haben soll und also ich nehme jetzt hier einfach mal 3000 mal 3000 und du siehst hier auch schon, du kannst es wechseln. Ne? Du kannst nicht nur in Pixel arbeiten, sondern eben auch in Zoll, Zentimeter oder Millimeter. Ich bleibe jetzt einmal in Pixel. 3000 mal 3000 ist eine ganz schöne Größe. Jetzt abhängig von dieser Größe und von der DPI-Anzahl, die ich eigentlich immer auf 300 setze, weil man möchte das vielleicht auch mal drucken, ne? Passt sich jetzt hier die Anzahl der Layer an, die wir noch haben. In dem Fall habe ich hier 112 Layer. Sollte mich wundern, wenn ich die alle verbrauchen würde, aber abhängig von dem iPad, was du benutzt und der Größe des iPads, wie viel Power dein iPad hat, wie alt es ist, kann diese Zahl sich hier ändern. Und manchmal geht sie auch sehr weit runter. Wenn du ein sehr großes Dokument erstellst, kann es auch durchaus mal sein, dass du hier mit 6 Layern auskommen musst. Auch 6 Ebenen sind Ebenen und man kann sie zwischendurch immer mal wieder zusammenziehen, dass man wieder eine Ebene frei hat sozusagen. Also in dem Fall haben wir hier überhaupt kein Problem. Wir haben 3000 mal 3000 Pixel, wir haben 112 Ebenen, da können wir frei agieren. Und wenn ich das jetzt hier erstelle, dann habe ich meine Leinwand mit dem Namen Mushroom erstellt, also eine Vorlage. Ich mache das jetzt mal einmal, weil ich dir auch zeigen will, dass du das Ganze immer wieder löschen kannst. Also gehen wir jetzt hier mal in die Galerie. Jetzt siehst du hier, das ist immer noch unbenannt. Warum ist das jetzt unbenannt, wo wir der ganzen Sache doch gerade den Namen Mushroom gegeben haben? Ja? Folgendes ist passiert. Wir haben eine Vorlage erstellt, die den Namen Mushroom hat und nicht ein Dokument, das den Namen Mushroom hat. Also lösche ich das hier mal einmal, hier unten. Und
habe jetzt eben keine Vorlage mehr, die ich so einfach erstellen kann. Dafür aber möchte ich hier natürlich mein Dokument benennen. Und das mache ich so, wie wir das eben auch gemacht haben mit unserem Stack, also mit dem Stapel. Ich kann hier jetzt einfach einen Namen eingeben und hier mache ich das jetzt mit meinem Mushroom und gebe das mal ein. Ja, und jetzt hat das Dokument auch den Namen Mushroom, aber irgendwie übernimmt es das nicht, wenn ich da drauf klicke. Also tippe ich das mal bis zum Ende. Ja, dann klicke ich auf Done und dann heißt das Dokument auch Mushroom. Wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Dokument und hier der Leinwand. Ja. Machen wir das Ganze nochmal. Ich erstelle nochmal eine Leinwand hier oben auf das Pluszeichen und benenne die jetzt mal, ja, Muster, weil ein Muster in 3000 mal 3000 ist eigentlich eine ganz gute Größe und da sich das immer wiederholt, kann ich es dafür auch verwenden. Also ich nehme jetzt einfach mal 3000 mal 3000 und nenne das ganze Muster, auch hier wieder 300 dpi, Ebenen habe ich genug, also klicke ich hier auf Erstellen. Und jetzt habe ich wieder eine neue Leinwand, die logischerweise aber wieder keinen Namen hat. Ja, können wir einmal nochmal hier rausgehen. Hier siehst du unbenanntes Projekt. Klar, wir haben das Projekt ja auch nicht benannt, sondern eben die Vorlage. Wenn ich nämlich jetzt hier reingehe, dann siehst du hier unten die Vorlage Muster. Ja. Okay, jetzt werde ich das hier wieder löschen. Genau, löschen. Und öffne mal mein Mushroom, mein Dokument Mushroom. So, was ich dir jetzt hier noch erzählen will oder einfach einmal zeigen möchte, ist, wie diese App aufgebaut ist. Das ist nämlich, ja, es ist nicht so ganz so einfach und du hast sie auch nicht von jetzt auf gleich gelernt, aber eigentlich ist es sehr spannend und macht richtig Spaß, sie zu lernen. Ich gehe jetzt einmal, ich fange mal von rechts nach links an. Hier ist das Feld für die Farbe. Hier kann ich verschiedene Farbpaletten haben. Also ich kann Farbpaletten erstellen und diese kann ich hier auch importieren. Du wirst auch ganz oft im Internet Farbpaletten finden, die du dann hier importieren kannst, wenn du die verwenden möchtest. Ich nehme jetzt mal hier einfach eine Farbe und ja, wir gehen in einem anderen Video nochmal auf die Farbpaletten ein, sonst wird das natürlich jetzt sehr, sehr lang. Und ich gehe jetzt einfach hier oben mal hin, habe eine Farbe und zeige dir jetzt, wie ich mein Dokument damit einfärbe. Also ich kann das einfach hier rüberziehen, dann siehst du schon, es verändert sich in diese Farbe. Im nächsten Schritt habe ich hier meine Ebenen. Die Ebenen sind unglaublich wichtig. Die braucht man eigentlich immer. Ja? Und wichtig ist auch, dass du alles immer auf eine eigene Ebene malst. Wenn ich das nämlich nicht tue, ich male jetzt einfach mal auf dieser Ebene, die ich gerade eingefärbt habe, irgendwas, ja, am besten mit einer anderen Farbe, logischerweise, sonst ist es ja Cremefarben auf Cremefarben, man sieht nichts. Also male ich jetzt mal hier irgendwas drauf mit einem Pinsel. Ja, ich nehme mal hier ein. So, schwupps. Ja, jetzt siehst du, was hier passiert ist. Auf meiner Ebene, also auf meiner Ebene 1, habe ich jetzt direkt drauf gemalt. Das heißt, ich kann hier nichts mehr verändern. Ne? Mein Pinselstrich ist hier auf meiner Ebene. Die Ebene, wenn ich die ausstelle, dann ist auch mein Pinselstrich weg. Also das ist jetzt die untere Ebene. Also kann ich hier einfach nur an- und ausmachen. Jetzt zeige ich dir einmal den Unterschied. Machen wir das mal weg. Okay, jetzt ist alles wieder so, wie es war. Ich habe wieder meine Ebene, die ist eingefärbt. Mache hier nochmal ein Pluszeichen und gehe dann mit meinem Pinsel da drauf und male etwas. Und jetzt ist das Schöne hier, wenn ich auf Ebenen klicke, jetzt kann ich meinen Pinsel an- und ausstellen. Ja, und spätestens jetzt an dieser Stelle, wenn ich hier auch ein Transparenz habe, dann kann ich diesen Strich, den ich eben gemalt habe, auch noch weiter bearbeiten. Ich kann ihn einfärben, ich kann ihn verschieben, ich kann ihn vergrößern, verkleinern. Das sprengt jetzt hier ebenfalls den Rahmen. Deswegen erstmal eine ganz grobe Einführung in Procreate, damit du weißt, was du mit diesem Programm überhaupt alles machen kannst. Und das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit. Nämlich Ebenen haben wir natürlich auch in den Programmen am Computer, wie Photoshop, wie Illustrator, wie Affinity Designer. Also wir haben in jedem Programm eigentlich unsere Ebenen, die wir an- und ausstellen und weiter verwenden oder eben auch löschen können.
Okay, ich mache mal das wieder an, lösche diese Ebene. Dazu habe ich einfach mit dem Stift nach links geswiped sozusagen und klicke hier auf Löschen und dann bin ich das auch wieder los. Hier habe ich, wenn ich das Ganze wieder zurück machen möchte, kann ich hier einfach mit 3 Fingern einmal drauf tippen. Ja. Oder auch nicht. Okay, kann ich hier unten auf zurückgehen und habe meinen Strich wieder. Ich kann hier mit dem Radiergummi das jetzt hier einfach mal wegradieren. Und auch das Radiergummi kann ich kann wieder verschiedene Radiergummis benutzen. Nämlich alles, was ich an Pinseln habe, habe ich auch gegengleich an Radiergummis. Das ist auch eine sehr schöne Sache, weil wenn ich etwas male und dann will ich etwas ganz klitzeklein rausnehmen und gehe mit demselben Pinsel rein, den ich gerade verwendet habe, ist das natürlich wesentlich besser, als wenn ich dann mit einem ganz anderen Pinsel versuche, darum zu löschen. Also, gute Sache. Und dann haben wir hier noch das Wischtool. Das heißt, ich kann hier etwas unscharf machen, verwischen. Brauche ich jetzt persönlich selten, aber will ich nicht ausschließen, dass man das braucht. 2 Finger, gehe wieder zurück. Ja. Und mit dem Pinsel, habe ich ja jetzt schon einige Male darüber gesprochen, gibt es sogenannte Pinselsammlungen. Es gibt unendlich viele Pinsel. Im Internet gibt es natürlich immer irgendwas kostenlos. Es gibt aber auch richtig schöne Pinselsets, die du kaufen kannst und mit denen du sämtliche Malarten nachmachen kannst. Also angenommen, du möchtest mit Acryl malen. Es ist nicht unbedingt nötig, sich Acrylfarben zu kaufen, sondern eben am iPad kann man auch so malen. Ne? Ja, wie gesagt, es soll eine kurze Einführung werden, deswegen werde ich es auch mal kurz halten. Ich bin immer noch auf der Ebene mit meinem Strich. Hier ist das Transformieren-Tool. Das heißt, ich kann jetzt hier das hin und her schieben, groß und klein machen, verzerren, was auch immer. Funktioniert hier alles. Damit kann ich auswählen. Zeige ich gleich einmal oder im nächsten Video, wenn wir die Sticker erstellen, da müssen wir hier auch etwas auswählen, da gehen wir da genauer drauf ein. Hier haben wir noch verschiedene Möglichkeiten, Anpassungen vorzunehmen, wie den Farbton, Farbbalance, die Kurven, was auch immer, alles was hier so steht, was du auch schon aus anderen Programmen wie Photoshop kennst, ist hier auch vorhanden. Ja? Das Ganze ist nämlich ein pixelbasiertes Programm und ja, das ist nicht ganz unwichtig, das zu wissen. Pixelbasiert heißt natürlich, wenn ich etwas in einer bestimmten Größe male und es dann größer ziehe, dann wird es unscharf. Das passiert mir beim Vektorprogramm natürlich nicht. Als Pendant dazu würde ich hier Affinity Designer empfehlen. Ja, das kann man auch auf dem iPad wunderbar verwenden, kann man ebenfalls mitmalen und dann hat man eben Vektoren. Wie auch immer. Das sind jetzt erstmal so die Grundfunktionen und natürlich hier, das hier ist auch nicht ganz unwichtig. Hier kann ich noch Dateien exportieren, ich kann importieren, ich kann Fotos aufnehmen oder auch Text hinzufügen. Werden wir alles in den nächsten Tutorials einmal ausprobieren. Jetzt erst einmal als grober Überblick soll das reichen. Du siehst auch, wo immer ich draufklicke, hier gibt es noch mehr Menüs und keine Ahnung. Also es gibt unglaublich viele Funktionen in diesem kleinen Programm Procreate. Ja, das muss man lernen, genau wie alles andere auch. Ja, also es hat alles eine Lernkurve und bis du in Procreate so richtig gut bist, ja Gott, das dauert halt ein wenig. Ne? Also es ist nicht von heute auf morgen passiert, aber Procreate lohnt sich wirklich zu lernen. Und wie gesagt, man kann auch unglaublich viel dann damit machen, vor allen Dingen, weil man direkt etwas eingeben und malen kann. Das ist nicht zu verachten. Ich hoffe, die Einführung hat dir gefallen und wenn dem so ist, ja, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht, auf den Like-Button zu klicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!